Hallo liebe Freunde, heute sind wir auch wieder wohlgelaunt unterwegs und ich möchte euch heute einmal das Thema nahebringen, Toilette und Bad im LKW. Ich habe da einiges an Ideen, was wir machen können. Dies werden aber voraussichtlich 2 Videos werden, weil das kriege ich in einem in dieser Zeit nicht abgehandelt. Ich möchte euch als erstes einmal für alle die keinen LKW fahren oder Verwandtschaft sind, einmal kurz eben verdeutlichen, wie das ist, im LKW ohne Toilette und ohne Waschgelegenheit zu sein. Personalgespräche, Beförderung. Ja, herzlich willkommen, lieber Peter. Wir haben uns da einiges überlegt und wir haben, denke ich, ein tolles Angebot für Sie. Wir möchten Ihnen eine unserer Filialen anbieten und als besonderes Bonbon statten wir diese Filiale sogar mit einem Fernseher aus. Sie bekommen eine Mikrowelle und Sie bekommen dort auch ein Bett. Ehrlich, Chef? Für mich? Ja, was muss ich denn dafür tun? Ja, das ist eigentlich völlig unproblematisch. Sie müssen von montags bis freitags in der Filiale sein und alle dort anfallenden Aufgaben verrichten. Wir haben sie aber beobachtet, da sind Sie durchaus in der Lage dazu. Da sehen wir bei Ihnen überhaupt keine Probleme. Das schaffen Sie wahrscheinlich mit links. Ja, sag mal, wo ist denn da der Pferdefuß bei der ganzen Sache? Ja, wir haben gesehen, dass Sie also in der Lage sind zu improvisieren. Das müssen Sie auch in dieser Filiale. Denn Sie haben von montags bis freitags in dieser Filiale niemals WC und fließend Wasser. Ja, viele denken vielleicht, ist doch kein Problem mit der Toilette. Aber ich sage euch, wenn ihr selber in der Situation seid, bei etlichen Kunden werden wir nicht auf die Toilette gelassen. Das kommt selbst vor, wenn ich für Kunden fahre, die selber LKW-Fahrer haben. Man fährt da 3-4 Mal auf dem Hof, weil man deren Flotte unterstützt. Und dann fragt man, kann man zur Toilette gehen? Und dann sagen die doch tatsächlich, nein, wir sind hier keine öffentliche Toilette. Man fasst es nicht, aber es ist so, so sind die Tatsachen. Und auch auf der Autobahn, auf den Raststätten, man fährt nicht immer Autobahn oder der Darm sagt nicht immer, hier, hallo, ich muss zur Toilette, wenn gerade eine Raststätte oder so da ist. Und unser Tourenplan ist oft so eng getaktet, dass das also manchmal schwierig ist umzusetzen. Wer auf dem Laufenden bleiben möchte zum Bad und WC im LKW, bitte den Kanal abonnieren. Vielen Dank. Ja, in Deutschland gibt es insgesamt 1900 Rastplätze. Das ist doch schon eine Hausnummer, 1900. Aber 450 sind davon bewirtschaftet. Das heißt also, da ist nur ein Bruchteil. 25% davon sind bewirtschaftet, wo wir hingehen könnten, um diese öffentlichen Toiletten zu benutzen. Alle anderen Rastplätze, da kannst du wohl Müll wegbringen, aber nicht deinen körperlichen Müll. Da müssen wir uns irgendwo an der Hecke stellen oder sonst was. Das kann es einfach nicht sein im Jahre 2023. Das ist eine Zumutung vom Arbeitsplatz her. Ja, ihr Lieben, nochmal ein paar Worte zu mir. Wie ihr seht, bin ich ja schon etwas betagter. Ich bin gelernter Tischlermeister und bin auch im Familienunternehmen schon mal eine Zeit lang als Geschäftsführer unterwegs gewesen. Bin aktuell Einzelunternehmer im Hochzeitsgewerbe und habe jetzt aufgrund von Corona wirtschaftliche Schwierigkeiten bekommen, sodass ich mich dazu entschlossen habe, von montags bis mittwochs LKW zu fahren. Und das mache ich jetzt schon eine Zeit lang und da habe ich jetzt einfach festgestellt, ja, diese Schwierigkeit mit der Toilette, mit dem Waschen, habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht. Die möchte ich euch nun einmal vorstellen und ich hoffe auf rege Unterstützung, sprich in den Kommentaren, dass wir uns gegenseitig ergänzen und möglichst schnell eine Lösung für uns finden. Und ich habe gesehen, auch die Verbände haben schon Lösungsmöglichkeiten bei der EU eingereicht. Das halte ich aber einfach für zu langwierig und der Ansatz ist auch sehr schön für uns, aber es ist die Luxusvariante. Und ich möchte einfach mit einer Notvariante, wo wir aber die Möglichkeit haben, zur Toilette zu gehen und uns zu waschen. Und das ist zumindest schon mal ein Anfang. In diesem Sinne, lasst euch überraschen. Ja, liebe Freunde, wenn ich so über die Straßen fahre, denke ich für mich persönlich, 90 bis 95% aller Lkw-Fahrten werden von Ein-Mann-Besatzungen erledigt. Das wiederum bedeutet,
Der Beifahrersitz ist eigentlich völlig überflüssig und diesen Platz kann man also super verwenden, um für uns eine Toilette und ein Waschbecken zu installieren. Diese Toilette kann also relativ einfach über ein Stecksystem einfach aufgesteckt werden, sodass jeder Fahrer seine persönliche Toilette hat und auch sein persönliches Waschbecken. Das sollte mit relativ wenig Aufwand so machbar sein. Wenn ich mir das bei den Wohnmobilen anschaue, da ist also einiges, was möglich ist und was also auch so den Kostenrahmen also bei weitem nicht sprengt. Noch einmal zurück auf das, was wir gerade gesehen haben. Peter, da ist nicht dein Ernst. Du willst es nicht so ein Stinketeil in die Kabine geben. Peter Punk, kein Problem. Dafür gibt es Video Teil 2. Dort gehe ich ausführlich darauf ein, wie man das völlig mit einfachen Mitteln hinbekommt, dass es überhaupt nicht riecht. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ich bin immerhin 10 Jahre mit dem Wohnmobil unterwegs, teilweise ein halbes Jahr berufsbedingt. Und da konnte ich einiges ausprobieren. Das lasse ich euch im zweiten Teil wissen. Und da denke ich, könnt ihr ganz beruhigt sein. Das ist also kein Argument, um dieser Lösung entgegenzuwirken. Ich stelle mal die steile Behauptung auf, durch das Einsparen des Beifahrersitzes haben wir schon fast so viel Potenzial, dass das Ganze funktionieren könnte. Weil man bekommt so ein Porta Potty schon für 60 €. So, und wenn der einfach auf ein Schienensystem ist, was wir draufschieben, dann ist die Sache schon mal fest. Dann brauchen wir oben noch 30 bis 40 Liter Wasser fürs Waschbecken. Im Porta Potty ist schon das Wasser von vornherein drin, das wir für die Toilette verwenden. Notfalls kann man da noch einen kleinen Kanister daneben stellen. Also in einfachster Ausführung sollte das relativ kostenneutral sogar umsetzbar sein. Jetzt gilt nur noch einfach die Aufforderung an die Ingenieure, seht mal zu, dass ihr euren Gehirnschmalz wirklich aktiviert und mit dieser Vorgabe, dass der Beifahrersitz über ist, ergeben sich völlig neue Möglichkeiten und die müsst ihr jetzt so füllen, dass wir endlich glücklich werden und Toilette und Waschbecken im LKW haben. Das kann doch so schwer nicht sein. Ich kann nicht kacken, mir geht's so schlecht. Warum denn ich? Wie ungerecht. Ich kann nicht kacken, halt's kaum noch aus. Da ist was drin, das muss raus. Wie könnten wir das gemeinsam hinbekommen? Dafür habe ich mir folgende Sache überlegt und ich denke, so könnten wir es gemeinsam umsetzen. Oder was habt ihr für eine Meinung? Lasst uns gemeinsam unsere nächsten Abgeordneten ansprechen, die im Rathaus. Dann ergibt sich das Weitere, wer Beziehungen zum Landtag, Bundestag oder EU-Parlament hat. Wir können mit den Bekannten ein Bier trinken oder wir können sie anrufen. Gegebenenfalls lässt sich auch eine Mail an die Abgeordneten schreiben oder sendet denen einfach dieses Video. Dann sind sie im Thema drin. Ihr könnt den Abgeordneten auch anbieten, dass sie einen Tag mit euch mitfahren dürfen, um die Problematik am eigenen Leib zu spüren. Ihr seid bereit, für einen Tag die Leute mitzunehmen, egal ob Merkel, Macron, Scholz, alle sind herzlich eingeladen. Die Partei ist egal, zur Toilette müssen wir alle. Ja, wir sitzen in ganz Europa alle in einer Fahrerkabine, die diese sanitären Anlagen nicht hat. Völlig egal, ob Italien, Polen, Estland, Spanien, Ungarn. Wir sind alle im gleichen Boot. Deshalb, liebe Politiker, entscheidet endlich was, dass wir mit dieser misslichen Situation endlich zu Ende kommen. Unter Herrn Juncker ist das Problem sogar in der EU schon bekannt geworden. Auch Ursula von der Leyen dürfte davon gehört haben, aber es tut sich aktuell einfach nichts. Auch in Deutschland ist unter Frau Merkel schon mal auf unsere Situation aufmerksam gemacht worden. Aber wir müssen Herrn Scholz noch mal intensiv darauf aufmerksam machen mit unserem täglichen Problem, OW, der natürlichsten Sache der Welt, dem WC. Das bekommen wir doch gemeinsam hin, oder? Also nochmal, liebe Politiker, ihr müsst mal darüber nachdenken, ihr gönnt euch Accessoires auf der Toilette, die vermutlich keiner von euch in Anspruch nimmt. Und
Tampons auf dem Herrenklo im Rathaus. Bilder vom Tamponspender im Herren-WC im Bundestag. Und wir haben überhaupt die Grundlagen nicht. Wir haben keine Toilette, wo wir in Anführungszeichen unseren Arsch draufsetzen können. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Ja, Zahlen, Daten, Fakten. Wir haben in Deutschland alleine 3,6 Millionen LKWs gemeldet. 3,6 Millionen. Und eine Zahl, die ich also auch nicht für möglich gehalten hätte. Wir haben in Deutschland 26 Millionen Fahrlizenzen, die einen LKW fahren dürfen. Das zeigt mir also, dass etliche einfach kein Interesse daran haben, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht auch wegen dem Toilettenproblem. Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist, dass dieses Video, dass ihr das eventuell euren Einkäufern in den Firmen zeigt oder auch eurem Chef, dass wir uns insgesamt nochmal konzentriert dafür stark machen, dass wir bezüglich Toilette und Waschgelegenheit im LKW jetzt relativ schnell was hinbekommen. Relativ schnell heißt, wir haben es ja während der Corona-Zeit gesehen, da sind die Politiker in der Lage gewesen, innerhalb von 2-3 Monaten grundsätzliche Sachen zu entscheiden, zu machen, wo man vorher Jahre für gebraucht hätte. Also, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und ich denke mal, wir sind die Logistiker für die ganze Nation. Wenn keine LKWs mehr rollen, dann liegt alles still. Und von daher erachte ich uns auch als einen sehr wichtigen Arbeitsplatz in dem ganzen Gefüge, in dem ganzen Zahnrad. Und deshalb meine ich, haben wir es verdient, dass auch wir am Toilettengeschehen in Deutschland beteiligt werden dürfen. Fahren auf der Autobahn. Ja, liebe Unternehmerkollegen, lieber leitende Angestellte, ich hoffe, dass ich Unterstützung von euch bekomme. Wir alle haben die Möglichkeit, bei unserem Einkauf dringend darauf hinzuweisen, dass wir einen LKW mit Toilette gebrauchen. Und so können wir den entsprechenden Druck bei den Herstellern aufbauen, dass da möglichst schnell was passiert. Das hilft uns allen, wenn es relativ kostenneutral ist, dass wir endlich die Möglichkeit haben, alle unsere Fahrzeuge zu besetzen und so letztendlich auch die Möglichkeit gegeben ist, dass wir auch jede Menge Frauen in den LKW bringen können. Denn das ist unter den aktuellen Bedingungen, halte ich das also für aussichtslos, da die Frauenquote großartig auszuweiten. Oder wie denkt ihr darüber? Das Klo. Hast du keines, bist du traurig, hast du eines, bist du froh. Das Klo, das Klo. Jeder freut sich, eins zu haben, jeder Popo sowieso. Ja, liebe Fahrerkollegen, wenn ihr Tüftler seid oder wenn ihr in der Verwandtschaft oder im Freundeskreis Leute habt, die Tüftler sind, dafür habe ich jetzt noch ein paar interessante Informationen und Anregungen. Ja, liebe Tüftler, ungewöhnliche Bilder für ungewöhnliche Aufgaben. Ich appelliere an euch, lasst euch was einfallen, damit wir möglichst schnell das hinbekommen. Ich möchte euch mal ein paar Rahmenzahlen sagen. Ihr wisst noch, 10 Millionen LKW in Europa, mal Minimum 300 € für diese Sache, vielleicht sogar etwas mehr, aber 10 Millionen mal 300, da sind wir schon bei 3 Milliarden. Wir haben also ein Marktpotenzial von 3 Milliarden € oder mehr. Dafür sollte es doch möglich sein, dass euch ein toller Einfall kommt. So habt ihr die Chance, richtig an dieser neuen Sache zu partizipieren. Legt los, wir brauchen eure Ideen. Bis später.